Heute sind wir mal nicht in unserem Studio in Wild City, sondern wir sind mit dem Zug unterwegs und ihr seht da hinten kommen schon die Lichter. Ein wunderbarer Zug.
Leider dürfte ich nicht mit dem Zug fahren, denn es ist ja leider nur ein ausgeborgter Zug. Und Christoph hatte, ich weiß nicht aus welchen Gründen, die Angst, dass ich da etwas kaputt machen könnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben Wunderbares gesehen heute auf unserer Bahnstrecke. Ich gehe jetzt da auf diesen Kommentar nicht drauf ein. Wir haben heute einen wahren Luxuszug hier in Wild City auf unseren Gleisen. Es ist der legendäre Rheingold BR103, wenn ich mich nicht täusche. Das ist eine Leihgabe vom lieben Stefan, auch bekannt als Neo Sephiroth. Vielen Dank dafür. Und ja, was sollen wir sagen? Ich glaube, ihr habt die Bilder gesehen. Es ist ein wahres Monstrum, 2 Meter lang. Es gibt ein wunderbares Restaurant. Also ich muss sagen, das hat mich am meisten bestochen an diesem. Rita interessiert wieder nur das Restaurant, das ist ganz klar. Ja, ist ja klar. Nein, wir stellen euch natürlich nicht nur das Restaurant, sondern den ganzen Zug vor. Es ist wirklich fantastisch. Die Waggons sind länger als die von Lego, hat er uns geschrieben. Interessanterweise, ich glaube, der gute Stefan hat die ganze Konzeption dieses Waggons auf Wild City angepasst, denn er passt bis auf den Tunnel, wo übrigens auch ein paar andere Züge von uns momentan leider nicht durchpassen, aufgrund diverser Umbauarbeiten, die wir nicht so gut bedacht haben. Das wird noch geändert, aber sonst tut er sich ganz leicht auf den Gleisen und ich glaube, er hat unsere Videos studiert. Er ist phänomenal zu sehen, genau. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für diese Leihgabe. Wir haben uns gedacht, wir lassen ihn mal zuerst ein bisschen fahren, damit ihr seht, wie er denn so aussieht und was für eine Figur er macht. Und jetzt gehen wir hier ins Detail. Ihr seht schon, es gibt eine Lokomotive, die ist sogar beleuchtet. Dann haben wir einen Erste-Klasse-Waggon, ein Restaurant, einen Zweite-Klasse-Waggon oder in umgekehrter Reihenfolge bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, einen Panorama-Waggon und zu guter Letzt einen Postwaggon. Wir geben jetzt mal die Dächer runter, damit ihr da überall reinschauen könnt und dann melden wir uns gleich wieder. So, jetzt sieht die Sache schon anders aus. Wir haben jetzt die Dächer abgenommen, damit Rita da auch mal reinschauen kann. Ich habe ja schon einen kleinen Sneak Peek gemacht. Es sind schon Minifiguren drinnen. Ich brauche nicht mal Minifiguren reinsetzen, Leute. Ich bin begeistert. Ein wahrer Traum. Ich würde sagen, wir beginnen zuerst mal mit der Lokomotive dieser Zuggarnitur. Ein bisschen zurückschieben, damit ihr sie seht. Wenn ihr Bilder des Originals kennt, dann werdet ihr verblüfft sein, wie toll dieses Modell gelungen ist. Er hat 2 9-Volt-Motoren. Ich habe auch gelesen, dass man ihn eigentlich ganz gut auf die Powered Up oder Power Functions Variante umbauen kann. Und das ganz Tolle, was ich finde, ist hier hinter diesem vorderen Stromabnehmer ist ein versteckter Schalter. Und habt ihr es gesehen, da kann man auch noch das Licht aus- und einschalten, und zwar sogar vorne und hinten, Stimmt, das hinten habe ich weil da eine separate Batteriebox drinnen ist. Hinten sieht man es jetzt nicht so gut, weil es relativ hell ist bei uns hier. Jetzt habt ihr es gesehen. Tolle Fenster auf jeden Fall, tolle Seitenteile, Deutsche Bahn, Aufkleber, also wirklich auch diese Stromabnehmer in Rot. Das macht eine wirklich, wirklich tolle Figur und es ist ja eine Legende, dieser Zug. Er war mal der schnellste Zug zwischen der Nordsee und der Adria, ist aber leider seit, ich glaube, 1987 nicht mehr im regulären Verkehrsbetrieb, jetzt nur mehr als Museumszug oder für spezielle Fahrten anmietbar. Es werden aber sogar, soweit ich gelesen habe, noch ein paar Waggons irgendwo in Zugaufbereitungsstätten wieder flott gemacht. Man hat zum Beispiel einen Zug, und das ist eine tolle Geschichte, Rita, die wirst du nicht glauben. Christoph, das Zuglexikon. Man hat einen dieser Rheingold-Waggons in einer amerikanischen Militärbasis, ich glaube in Wiesbaden, gefunden. Der wurde dort als Offizierscasino verwendet. Mehr oder weniger wahrscheinlich nach dem Krieg. Die wurden ja, glaube ich, in den 20er Jahren die ersten konzipiert und gebaut. Nach dem Krieg eingeheimst, geschnappt, und jetzt ist er irgendwo in Tschechien, glaube ich, dieser Waggon, und wird gerade wieder aufbereitet. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also hier haben wir mal die Lok. Ein wirklich toll designtes Stück. Als nächstes gehen wir dann in die 2. Klasse. Und wir haben hier, liebe Rita, Einige Minifiguren.
mit Sicherheitsabstand. Also ich finde, das passt derzeit ja eigentlich sehr gut. Immer 1 oder 2 Plätze Leider, ja. freigelassen. Das Design im Inneren kennen wir vom Lego-Standard eigentlich ganz gut. Was ich hier nett finde, sind diese kleinen Tische hier auf dieser Seite. Stimmt. Auch hier diese Korridore zwischen den Waggons sind schön designt, erinnern mich ein bisschen an den Metroliner und auch die Türen sind toll. Hat natürlich jeder Waggon Türen bekommen. Jetzt breche ich bestimmt was ab, so mit einer Hand. Nein, es geht. Das sind diese Türen, die sich so wie echte Zugtüren so nach außen aufschwenken. Ich glaube, weiß nicht, irgendein Zug hatte mal so eine, aber ist wirklich sehr toll. Und auch natürlich die Farbgebung in Tan und Dunkelrot, das sieht schon ganz nett aus. Das sind diese Droidenarme, oder? Ja. Richtig, Droidenarme. Das neue Lego City Flugzeug hat übrigens auch diese Türen. Zugfenster natürlich, der Klassiker, sind immens teuer geworden. Der Zug ist übrigens komplett aus Lego gebaut, außer diese, Kenner haben es bestimmt schon bemerkt, diese grauen, diese Pearl Grey Dachpaneele, die gibt es nämlich nicht von Lego und auch hier die Fenster und oben diese, wie gesagt, diese Pearl Grey Fliesen, die sind nicht von Lego, macht aber nichts. Ihr könnt den Zug natürlich aus den Steinen bauen, die ihr zu Hause habt, die ihr wollt, das ist gar kein Problem. Als nächstes. Genau, darauf kommen wir nämlich dann noch. Da war nämlich eine Überraschung, aber ich sag's euch dann. Ja? Wir kommen zum schönsten Teil dieses Zuges, ganz klar, da wo man sich aufhalten möchte, nämlich im Restaurant. Und hier gibt es alles Mögliche, was man sich holen kann. Man kann sich einen Kaffee holen, vielleicht auch ein Spiegelei, weil da ist eine Pfanne, man weiß es nicht. Ein Croissant, ein paar Süßigkeiten, das ist schon echt cool. Mich wundert es nur, dass im Restaurant so wenig Personen sind. Ja, das ist, weil du nicht mitfährst. Du wärst sicher gleich ins Zugrestaurant gegangen und hättest dich neben diesen adretten Gentleman da gesetzt. Ja. Und in der gehofft, Hoffnung, dass er bezahlt. Ja, er ist ein reicher Businessman, der hier auf einer, weiß ich nicht, Geschäftsreise ist. Also das ist das Restaurant, hier auch cool mit dieser orangefarbenen Kaffeemaschine und man sieht das jetzt, glaube ich, hier nicht so gut. Ich versuche mal von dieser Seite hier hinein zu filmen. Die Armlehnen sind aus diesen Nexonite-Schildern gebaut, die so unten zusammengehen. Könnt ihr das sehen? Das ist eine total coole Idee, habe ich noch nicht gesehen, aber das könnten wir uns direkt auch mal irgendwo abschauen für unsere Eigenkreationen. Dann geht es weiter, natürlich, wie könnte es anders sein, mit der ersten Klasse, wo es schon ein bisschen luxuriöser zugeht. Also von außen sind die Waggons relativ ähnlich. Der einzige Unterschied sind hier diese Aufkleber. Hier steht zum Beispiel natürlich jetzt 1 für die erste Klasse. Es scheint, als hätten unsere Mütter jedoch hier mitgebaut. Weißt du warum? Mir ist gerade was aufgefallen. Bei der Minifigur ist hinten ein Gesicht, obwohl er eine Kappe trägt. Was Rita alles auffällt heutzutage, ich sag's euch. was Rita alles auffällt, ganz genau, der hat hinten auch das Gesicht wegen seiner Kappe. Macht nichts. In der ersten Klasse geht es also etwas gediegener zu. Wir haben hier sogar eine Stewardess oder eine Ticketkontrollorin. In der Mitte ein schönes Gepäckabteil, auch hier mit diesen Fliesen, mit diesen schimmernden, und die Sitzplätze sind auch ganz toll geworden. Wirklich auch sogar ein kleines Waschbecken. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Es ist nicht das Restaurant, sondern der Panoramawagen. Der hat erstens mal diesen Rheingold-Schriftzug drauf. Und er ist ähnlich aufgebaut wie der Metroliner Panoramawagen, das Clubcar, falls ihr es kennt. Und zwar, man hat hier im ersten Stock erstens mal diese tollen Fensterpaneele, die auch immens teuer sind bei Lego, die man so auf die Seite klappen kann. Genau, und dann kann man den ersten Stock so rausklappen und darunter befinden sich dann die Schlafkojen, hier auch ganz toll gelöst mit so Leitern, Betten und Wasserhähnen in Metallic Silber sind das, glaube ich. Hier auch eine Klimaanlage oder ein Fernseher, keine Ahnung. Also wirklich, wirklich schön gelöst, dieser Waggon. Und es sieht auch, wenn die Dächer zu sind, sieht das, wie ihr es zuerst schon gesehen habt, wirklich, wirklich cool aus. Sehr gut. Als letztes. Dann, ich weiß nicht, ist es ein Postwaggon? Ganz richtig. So ein Rheingold hat natürlich auch immer ein wenig Fracht transportiert. Schau dir mal diese tollen Schwenktüren an. Ups.
die so wirklich aufgehen, wie man es kennt aus den altehrwürdigen Zügen. Hier ist ein bisschen mehr los. Wir haben sogar einen Mitarbeiter hier und hinten sind dann noch jede Menge Briefe drinnen. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Postwaggon von der Santa Fe. Also da sehe ich ein paar Ähnlichkeiten, was ich sehr gut finde, denn ich liebe die Santa Fe, das wisst ihr alle. Also es ist ein wirklich, wirklich schöner Zug. Definitiv. Ich glaube, wir werden die Dächer jetzt wieder drauf tun und dann erzählen wir euch, was es ist, was es mit diesem Zug auf sich hat. Zu der Überraschung, auf jeden Fall für mich war es eine Überraschung. Ich weiß, ihr wartet alle drauf. Ich dachte, Christoph nicht, weil Christoph kennt sich natürlich wieder vollkommen gut aus bei Zügen, aber ich dachte, dass es diesen Zug so zu kaufen gibt. Das ist nicht der Fall, sondern man kann die Anleitung sich auf einer Internetseite holen. Die stellt Christoph gleich vor, denn er merkt sich Namen ein bisschen besser als ich. Und dann kann man sich quasi die Teile bestellen oder wenn man wie wir schon Teile zu Hause hat, kann man natürlich auch die verwenden und kann sich das zusammenbasteln. Vielleicht auch ein bisschen verändert, man weiß es ja nicht. Genau. Auf einer Internetseite. Das ist bitte nicht eine Internetseite, sondern das ist Stoneheap Instructions. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Der liebe Fabian hat sich da mit ein paar wahren Zugexperten zusammengetan. Das ist übrigens Lego Züge, falls ihr den kennt. Also der hat wirklich Ahnung von Eisenbahnen. Die haben da ein wahnsinniges Arsenal an Anleitungen parat gestellt, die alles Mögliche mit Zügen zu tun zu haben scheinen. Das heißt, es gibt auch Bahnübergänge. Wir haben einen Prellbock gesehen. Genau, ich wollte schon sagen Rahmenböcke, aber dann Prellbock, okay. Es gibt die ÖBB Taurus, es gibt jede Menge Züge. Ja. Also da kann man wirklich in Erinnerung schwelgen, wie das sein hätte können, wenn sich Lego ein bisschen mehr mit dem Thema Eisenbahn auseinandergesetzt hätte in den letzten Jahren. Wirklich, wirklich tolle Projekte. Man kann sich natürlich auch nur einzelne Waggons kaufen. Es gibt auch Güterzüge. Also wirklich ganz tolle Sachen. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und wie Rita richtig gesagt hat, die verkaufen jedenfalls im Moment noch keine fertigen Lego-Sets. Vielleicht kommt das nochmal, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall cool. Sondern im Moment könnt ihr euch dort die Anleitungen für diese Modelle als PDF runterladen. Ihr bekommt dann auch natürlich eine Teileliste von Bricklink, damit ihr wisst, was da euch auf zukommt. Zum Glück, weil das wäre ein Chaos. Also so ehrlich sind wir, der liebe Stefan hat es uns auch geschrieben, allein die Fenster hier für diese Waggons, das sind ja, müsst ihr rechnen, doppelt, weil auf der anderen Seite genauso viele sind. Schaut euch das mal an. Er hat uns geschrieben, die Fenster würden per Lego alleine 500 € kosten, deswegen hat er da eine andere Marke genommen. Aber da könnt ihr ja eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr baut das Zugset mit den Teilen, die ihr zu Hause habt, die ihr wollt. Ob das jetzt Lego ist oder eine andere Firma, das ist doch ganz egal. Hauptsache ihr habt Spaß damit. Wir hatten es auf jeden Fall, wir lassen den Zug jetzt auf jeden Fall auch nochmal fahren, glaube ich. Darf auch ich mal fahren? Das glaube ich eher nicht. Wir müssen nämlich leider dieses Modell wieder an den guten Neo zurückgeben und zwar komplett. Nicht, dass da bei einem Unfall irgendwas kaputt geht und ja, die Teile bleiben dann bei uns, das wollen wir nicht. Es ist auf jeden Fall so, solltet ihr einen Blick auf Stoneheap Instructions werfen wollen, die jetzt in der nächsten Zeit auch immer wieder ihr Angebot und ihr Sortiment an Anleitungen erweitern, dann könnt ihr das machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr über unseren Link reingeht, den ihr in der Videobeschreibung findet. Da gibt es auch noch einen Gutscheincode, mit dem ihr dann auch noch 10% auf alle Anleitungen bekommt. Gleichzeitig bekommen wir eine kleine Provision, falls ihr über diese Links was kaufen solltet. Wäre natürlich cool, wenn ihr uns unterstützen würdet. Das ist immer ganz nett. Dann fährt vielleicht doch auch bei uns auch bald dieser Zug. Also ich bin ja wir beide sind ja im Bereich Zug, Mocs und so weiter relativ jungfräulich unterwegs, leider. Aber wir haben uns schon öfter mal gedacht, dass wir gerne ein Zugmock irgendwo mal erstellen würden. Aber vielleicht fangen wir auch mal damit an, dass wir uns eine Anleitung kaufen und so ein Modell dann nachbauen. Das wird uns sicher im Wissensaneignungsprozess weit nach vorne bringen, denn schaut euch alleine mal diese Bautechniken an, die hier verbaut wurden.
das ist schon ein bisschen ein höheres Level, als wir es bei Lego in der letzten Zeit gefunden haben. Auch wenn ich persönlich überhaupt nichts gegen diesen Güterzug habe, der ist toll. Der fährt hier seit einiger Zeit auf diesem kleinen Rundkurs zum Strand. Den mögen wir sehr, aber das ist natürlich schon ein anderes Kaliber. Schaut euch dort um, wenn ihr Zugfans seid, wenn ihr euch inspirieren lassen möchtet. Die Typen von Stoneheap haben da wirklich jede Menge zu bieten. Und ja, dieser Rheingold, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, bevor wir ihn zugeschickt bekommen haben vom lieben Stefan, nicht so viel damit beschäftigt, aber jetzt, wo ich ihn fahren gesehen habe und auch die Waggons angeschaut habe, muss ich sagen, bin ich schon eigentlich sehr begeistert und es ist ein fantastisches Bild, was er da abliefert, wenn er durch unsere Stadt fährt. Und nochmal, ich finde es total cool. Wir haben schon öfter gehört, diese gemockten Zugexperimente und so weiter, die passen dann irgendwie nicht so recht zum Standard und der Zug, wir sagen es nochmal, der passt durch jede Kurve durch, selbst durch die engen Lego-Kurven, die einen R40-Radius haben. Also überall, wo ihr, sage ich mal, mit einem Metroliner oder sonst einem Lego-Zug fahren könnt ihr mit dem auch fahren. Ihr habt es ja gesehen, er fährt mit den 2 9-Volt-Motoren echt toll. Ich glaube, ich werde jetzt auch nochmal reinschauen, denn vielleicht gibt es ja auch einen Zug für unseren Vergnügungspark, der da irgendwie passen würde. Wer weiß. Wird dann der Disney Train ersetzt. Und der Hogwarts gleich mit. Ersetzt natürlich nicht, Züge kann man nie genug haben. Erweitert. Ganz richtig. Ganz richtig. Weise Worte von einer sehr intelligenten Frau, wie ihr hier seht. Ich lerne doch. Ganz richtig. Ja, also danke nochmal an Stoneheap Instructions und auch an den guten Neo, dass er uns dieses tolle Zugset hier zur Verfügung gestellt hat. Es war eine große Ehre für uns, dass er mal in unserer Stadt fahren hat dürfen. Wir haben es zum Glück jetzt in diesem Video dokumentiert. Das heißt, wir können jedem erzählen, schaut mal, wir haben mal den Rheingold in unserer Stadt fahren lassen. Und ja, vielleicht wird es auch demnächst wieder mal ein anderer Zug von Stoneheap Instructions, wer weiß. Wir sind offen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ja. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall weiterhin mit euren Zügen. Ja, baut auch ihr einen Zug, egal welchen. Vielleicht einen Lego-Zug, vielleicht einen der wunderbaren Rheingold-Züge. Oder einen anderen Zug oder einen Waggon von Stoneheap Instructions, da gibt es jede Menge. Vergesst nicht die Minifiguren in den Zügen. Gut, bitte nicht leer fahren lassen. Genau, kein Problem. Sagt uns auch, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit Stoneheap Instructions, wie so das abgelaufen ist, was eure Erfahrungen waren. Und dann würde ich sagen, wir fahren jetzt noch eine kleine Runde und danke nochmal fürs Einschalten, danke für den Zug. Wir schicken ihn auch wieder zurück und dann bis zum nächsten Mal. Ist gut. Tschüss. Jetzt ist der Zug übrigens komplett, irgendwo hat er zuerst in einer Kurve mal vorne etwas verloren, aber er sieht im Original so aus. Entschuldigung bitte dafür, kommt nicht mehr vor. Der tolle Rheingold. In seiner reinsten Form in Natura, so wie er gefahren ist. Auf Wiedersehen.